set this thing up where it didn't matter what the response was, he was going to take it as a sign from God. Er hatte sich einfach entschieden, ganz egal, was daraus herauskommen würde, er nahm das einfach als Zeichen Gottes. Wenn sie ihn rufen, dann gehe ich. Let me tell you what that's like. Und ich möchte euch sagen, wie das so ist. That's like going into a restaurant Es ist genauso, als würde man in ein Restaurant gehen and just being excited about God. und man ist einfach begeistert von Gott. And you've got your friends with you, and you're just talking about the things of God, and you're just excited. You want to minister to somebody. Und du hast so deine Freunde dabei, du redest davon, wie toll Gott ist und du möchtest einfach jemandem dienen. And your friends are saying, let's pray and see who the Lord wants us to minister to. Und dann sagen deine Freunde, oh, lass uns beten, vielleicht zeigt der Herr uns, wem wir dienen sollen. And you say this, you see those people over there in that table on the corner? Und dann sagst du das, seht ihr die Leute da drüben am Ecktisch? And everybody goes, yeah. Und die anderen sagen, ja. And you say, if when they get through eating, Wenn sie mit dem Essen fertig sind, sagst du dann, they pay their bill and they get up to leave, wenn sie ihre Rechnung bezahlt haben und aufstehen, um rauszugehen, that's going to be a sign from God to us that we should go and minister to them. das könnte ein Zeichen Gottes für uns sein, hinzugehen und ihnen zu dienen. And then you're sitting there, Und dann sitzt ihr da and they get up, and you go, oh, I knew it's God. Let's go over there and minister to him. Und dann God stehen is going to sie show auf. up on our behalf. und dann stehen sie auf und dann sagt ihr, oh, ich wusste, es ist ein Zeichen Gottes. Und dann geht ihr rum und ihr wusstet, Gott hat euch da ein Zeichen hingesetzt. Or it's like saying, I'm going to go into a nation, Oder zum Beispiel, ich gehe in eine andere Nation and we're going to fly in. und wir fliegen da rein. And if the plane lands, Und wenn das Flugzeug landet, it's going to be a sign from God that God has given that nation into our hands. das könnte ein Zeichen Gottes sein, dass er uns diese Nation in die Hände gegeben hat. See, this is the kind of faith that we had at the beginning of our walk with God. Seht ihr, das war die Art des Glaubens, die wir ganz am Anfang And this is the unseres kind of- Lebens mit Gott hatten. This is the kind of faith that God wants us to walk in forever. Und das ist die Art des Glaubens, die Gott bei uns sehen möchte und in der wir immer und ewig vorwärts gehen sollen. Some of us have learned so much doubt and so much protection, and we call it wisdom. Viele von uns haben so viele Zweifel und versuchen sich so sehr zu schützen und dann nennen wir das Ganze Weisheit. Hello? Hallo? We call it wisdom. Wir nennen das Weisheit. It's not wisdom, it's compromise. Das ist keine Weisheit, das ist Kompromisse eingehen. It's doing what's already been done. Das ist etwas zu tun, was längst schon geschehen ist. I don't want to do what's already been done. Ich will nicht das machen, was schon fertig ist. See, if we'll keep stepping out and doing new things, Seht ihr, wenn wir heraustreten und Neues and we tun keep equipping the people behind us, und wir sind dabei, die Leute, die hinter uns they herkommen, can, weiter they auszurüsten, can then step into those things that we've already done and do them because they've not done them. dann können sie in Dinge hineintreten, die wir gemacht haben. Sie haben sie ja noch nicht gemacht. And we keep stepping out, and it's faith for everybody. Und wir können weitergehen und das bedeutet Glauben für alle. Do you understand what I'm saying? Versteht ihr, was ich damit sagen Now. will? This will be a sign to us. Das soll ein Zeichen sein. Verse 11, so both of them discovered themselves into the garrison of the Philistine. Als sie sich nun beide der Wache der Philister zeigten, sprachen die Philister. The men of the garrison, verse 12, answered Jonathan and his armor bearer, hey, come up to us and we'll show you a thing. Und dann sprachen die Männer von der Wache zu dem Waffenträger und zu Jonathan, kommt herauf zu uns, wir wollen's euch schon lehren. And Jonathan said to his armor bearer, hey, come up after me, for the Lord has delivered them into the hand of Israel. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, steig mir nach, der Herr hat sie in unsere Hände gegeben. That's awesome. Das ist super. Now, the other thing is, if you were in an exalted, high, protected place, you would not leave that to go and discover yourself to two men because it could be an ambush. Du würdest doch nicht, wenn du in einer Festung bist, die von allen Seiten bewacht wird, runtergehen zu zwei Männern und dich da irgendwie zeigen und dich zur Schau stellen. Das könnte ja ein So, Hinterhalt of sein. course, that's the one they chose. Ja, natürlich werden sie hinausgerufen. Verse 13, Jonathan has to climb up to this place on his hands and upon his feet, Also Jonathan kletterte mit Händen und Füßen hinauf and his armor bearer climbed up after him. und sein Waffenträger ihm nach. Now, if you are climbing up on your hands and your feet, what can you not carry? Wenn du auf Händen und Füßen einen Berg hinaufkrabbelst, was kannst du dann nicht mit deinen Händen tragen? I don't understand German. What did you say? Ich verstehe leider kein Deutsch. Was habt ihr gesagt? Weapons. You cannot carry weapons. Ihr könnt keine Waffen tragen. Plus, how many swords were there in all of Israel? Plus, wie viele Schwerter waren da denn in ganz Israel? Zwei. I know that one. There's two. Da waren nur zwei.
Saul had one of them under the pomegranate tree. Saul hatte eins, aber der saß unter dem Granatapfelbaum. Jonathan's armor bearer had the other one. Und Jonathans Waffenträger hatte das andere Schwert. Jonathan is climbing up to engage the enemy without a weapon in his hand. Jonathan krabbelt rauf, um dem Feind gegenüberzutreten, ohne eine Waffe in der Hand zu And his haben. armor bearer is coming up after him with the sword. Und sein Waffenträger hinter ihm her und er hatte das Schwert dabei. End of verse 13. Ende von Vers 13. And they fell before Jonathan, and his armor bearer killed them, slew them after him. Da fielen sie zu Boden vor Jonathan und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. And after that first slaughter where Jonathan and his armor bearer made was about 20 men. Und da waren ungefähr 20 Leute, die der Waffenträger von Jonathan getötet hat. Within a piece of land about as big as this room and a little bit bigger. Wahrscheinlich war das Stück Land, das da dann mit Leichen bedeckt war, so groß wie dieser Raum, vielleicht ein bisschen größer. And there was a trembling in all of the people in the field, and among all of the people, the garrison and the spoilers, they also trembled, and the earth quaked. It was a very great trembling. Und es geschah ein Schrecken im Lager und auf dem freien Feld, und das ganze Kriegsvolk, die Wache und die streifenden Rotten erschraken, und die Erde erbebte. Now, this was a miracle. Das war ein Wunder. I'm not sure how it happened. I can't, there's two options that I see. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, die ich mir vorstellen kann. Either Jonathan gets up there and he's so full of zeal and faith, he's grabbing these guys and just slamming them to the ground, and his armor bearer with the one sword is killing them after them. Entweder ist Jonathan so voller Eifer und so voller Kraft, dass er darauf gekrabbelt ist, sich die Philister geschnappt hat und sie auf dem Boden zerschmettert hat, und dann kam noch sein Waffenträger und hat sie hinter ihm her getötet. Or when he gets up there, there's so much faith, the glory of God is just coming off of him, knocking these guys down left and right. Oder da war so viel Herrlichkeit Gottes in ihm, dass er endlich, als er bei ihnen oben angekommen ist, sich diese Herrlichkeit Gottes zeigte, und das hat sie alle zu Boden And then umgeworfen. supernaturally it just goes on and on and on. The ground quakes. It's just erupting. Und es geht einfach übernatürlich weiter, und die ganze Erde fing an zu beben. It's awesome. Das ist wunderbar. It's just absolutely amazing. Das ist unglaublich. The people, you go on and Saul and the people are able to look and to see what's going on. They said the Philistine army begins to melt away. Und die Wächter Sauls zu Gebea im Benjamin sahen, wie das Getümmel der Philister hin und her wogte. Two people in dramatic faith are defeating an entire army. Zwei Menschen mit einem großen Glauben, einem dramatischen Glauben, sind hingegangen und haben eine ganze Armee vernichtet. This is exactly what Jonathan saw. Das ist genau das, was Jonathan gesehen hat. There's no restraint from the Lord. He can save by one or by many. There's no restraint. It's the scripture. There's no restraint to the Lord to save by many or by few. Verse 6. Vers 6. Ach, es ist dem Herrn ein leichtes, durch viel oder durch wenig etwas zu tun und zu helfen. It's exactly what he saw. Genau das hat er da gesehen. Now, I've got news for you, ladies and gentlemen. Meine Damen und Herren, ich habe Neuigkeiten für euch. That was under the old covenant. Das war noch unter dem alten Bund. That was under the old covenant. Das war unter dem alten Bund. That happened after Saul had disobeyed the Lord. Das geschah, nachdem Saul Gott ungehorsam war. After the prophecy had come that the kingdom was being taken away from him. Nachdem die Prophetie in sein Leben kam, dass ihm das Königreich weggenommen würde. So, functioning under a cursed administration. Er arbeitete unter einem Fluch. Under the old covenant. Unter dem alten Bund. Without a word. Ohne ein Wort. Someone acts on a principle about God's goodness. Irgendwelche Prinzipien über die Güte Gottes, die da nicht so vorhanden waren. And God shows up miraculously in response to their faith. Jemand, der Glauben an die Güte Gottes hatte, und dann geschehen diese wunderbaren Dinge, weil jemand im Glauben vorwärts gegangen ist. This is the God we serve. Das ist der Gott, This dem is wir the dienen. God we serve. Das ist der Gott, dem wir This is the dienen. God we serve. Das ist der. He set this thing up where it didn't matter what the response was, he was going to take it as a sign from God. Er hatte sich einfach entschieden, ganz egal, was daraus herauskommen würde. Er nahm das einfach als Zeichen Gottes. Wenn sie ihn rufen, dann gehe ich. Let me tell you what that's like. Und ich möchte euch sagen, wie das so ist. That's like going into a restaurant Es ist genauso, als würde man in ein Restaurant gehen and just being excited about God.
Und man ist einfach begeistert von Gott. And you've got your friends with you, and you're just talking about the things of God, and you're just excited. You want to minister to somebody. Und du hast so deine